Lass mich dir eins sagen aus meiner Erfahrung. Deine ganze Realität verändert sich, wenn du endlich verstehst, dass du nie das Opfer warst und nie das Opfer sein wirst. Denn alle Menschen in deiner Realität, Umstände, einfach alles, spiegeln dich in irgendeiner Art. Es ist alles eine Spiegelung zu der Beziehung, die du mit dir selbst hast. Egal wie schmerzhaft es ist, aber du darfst die Verantwortung in deinem Leben wieder übernehmen. Denn in jedem Moment, auch jetzt, hast du die Macht, etwas anderes zu denken, fühlen und zu erleben. Du kannst dich für Liebe oder Angst entscheiden, Kontrolle oder loslassen, ob du dich glücklich oder unglücklich fühlst. Und wie schön ist es eigentlich, wenn wir das Leben so betrachten, wenn wir endlich verstehen, dass wir die Schöpfer unserer Realität sind. Ich dachte, ich ziehe euch mal wieder eine Karte. Und hier kommt der Stopp. Loslassen. Oh, wie schön. In einer Situation solltest du mehr loslassen und mehr dem Flow folgen. Denn du musst wissen, wenn du krampfhaft an irgendwas festhältst und sagst, nee, es muss so und so laufen und eigentlich muss ich doch das machen und irgendwie, wieso klappt das nicht, stagnierst du eigentlich dieser Energie. Und wenn du loslässt, kommen die Dinge so, wie sie kommen sollen. Es passiert mehr im Flow. Aber wir schauen jetzt mal kurz, was diese Karte noch näher bedeutet. Wenn du eisern an einem Teil deines Lebens festhältst, der nicht mehr funktioniert, kann kein Raum für Heilung entstehen. Ob du nun in deinem Liebesleben unglücklich bist oder im Bereich von Finanzen, Karriere, Heim oder Gesundheit. Diese Karte fordert dich auf, loszulassen. Wenn du an diesen Aspekten deines Lebens festhältst, weil du dich zum Beispiel angstvoll fragst, was ist, wenn ich niemanden anderen oder nichts Besseres finden kann, dann wird sich die Situation nur weiter verschlimmern. Wenn du jedoch bereit bist, die Hände zu öffnen und die Problematik loszulassen, wird eine von zwei Möglichkeiten eintreten. Entweder wird das Problem verschwinden und durch etwas Besseres ersetzt werden, oder es wird auf wunderbare Weise zu einer Heilung kommen. Wenn du diese Karte ziehst, wirst du von den Engeln gebeten, nicht zu versuchen, das Resultat der störenden Situation zu kontrollieren. Lass los und lass zu, dass Gott dir hilft. Super, super schön irgendwie zur Einleitung dieses Videos. Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal, jetzt nochmal offiziell. Heute soll es wieder kreativ werden, denn heute nähen wir gemeinsam. Habt ihr schon mal genäht oder allgemein euch mit dem Nähen beschäftigt oder habt ihr mal Lust, etwas zu nähen? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Nähen begleitet mich irgendwie schon so mein komplettes Leben lang, denn meine Oma hat schon super viel für uns genäht, meine Mama eben genauso und sogar meine große Schwester hat sich selbstständig gemacht. Sie hat ein eigenes Label, Fadenzug und näht dort Babysachen. Also wir sind irgendwie eine totale Nähfamilie, würde ich jetzt sagen. Ich habe vor, meine Veranda umzugestalten und auf meinem Palettensofa möchte ich neue Kissenbezüge haben und diese Kissenbezüge nähen wir heute gemeinsam. Wirklich, Leute, auch wenn ihr nicht nähen könnt, das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Es ist so easy und ich finde es einfach so schön, sich seine eigenen Kissen selbst zu machen. Ansonsten würde ich jetzt sagen, wir fangen direkt an. Ich freue mich super auf dieses Video und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zusehen. Als erstes habe ich mir überlegt, welche Kissenbezüge ich nähen möchte. Dafür habe ich mir 3 verschiedene Motive ausgesucht. Und zwar wollte ich bei einem Kissen jeweils Quasten oder Bommeln an den Seiten annähen. Beim anderen Kissen wollte ich eine Bordüre oberhalb des Kissens anbringen und das letzte Kissen wollte ich mit einem schönen Motiv bemalen. Für diese 3 Kissen benötigt ihr folgende Materialien. Natürlich eine Nähmaschine, ein Lineal, ich habe hier eins verwendet, das speziell zum Ausmessen von Stoff geeignet ist, ein Stift, eine normale Schere und eine Zickzackschere, mehrere Nadeln, eine Spule, Stoff eurer Wahl, eine Bordüre und solche Quasten.
Diese Quasten habe ich selbst gemacht und es geht wirklich super, super einfach. Und ich zeige euch jetzt, wie ich sie gemacht habe. Für die Quasten benötigt ihr nur Makramee, ein Lineal, eine Schere und ein Kamm. Ihr müsst als erstes ein paar Schnüre vom Makramee abschneiden. Und zwar eine Schnur, die 70 cm lang sein sollte, eine Schnur, die 35 cm lang sein sollte und 16 Schnüre, die jeweils 30 cm lang sein sollten. Gruppiert dann die 16 Schnüre zu Vierereien und verbindet sie zusammen, wie ich es gerade mache. Es ist ein bisschen schwer, das Ganze zu erklären, aber ich finde, im Video sieht man es eigentlich ganz gut, wie ich sie miteinander verbinde. Bevor ihr es festknotet, lasst ihr ein Loch oben offen und nehmt euch dann die 35 cm lange Schnur, knotet sie einmal unten und steckt sie dann in das Loch. Und danach könnt ihr alles schön festziehen. Wickelt jetzt die 70 cm lange Schnur unterhalb des Kopfes der Quaste und zieht die Schnur dann gut fest. Und dann müsst ihr das Makramee etwas auflockern mit euren Händen und dann anschließend durchkämmen. Das dauert ein bisschen länger, das Durchkämmen, aber es ist irgendwie eine witzige Beschäftigung, wenn man das Gefühl hat, man kämmt so Haare durch. Und zum Schluss, wenn alles gut durchgekämmt ist, schneidet ihr die Quaste in der gewünschten Länge zu. Nun können wir mit den Nähen beginnen. Ich habe alte Kissen von meiner früheren Terrasse genommen, die 40 x 40 cm groß waren. Anhand dieser Größe habe ich dann ausgemessen, wie viel Stoff ich zuschneiden muss. So, ein bisschen Mathe-Künste hier. Meine Kissenhülle ist 40 x 40 cm groß. Aber ihr könnt diese Berechnung auf alle anderen Kissenhüllen anpassen. Für die Breite fügt ihr 3 cm hinzu. Also 1,5 cm für jede Seite. Für die Länge verdoppelt ihr die Kissenlänge, also 80 cm. Dann benötigt ihr 3 cm für die Nahtzugabe und für den Hotelverschluss benötigt ihr 15 cm. Also für meinen Zuschnitt kam ich dann auf eine Berechnung von 43 cm mal 98 cm. Der erste Schritt ist das Zuschneiden. Beim Zuschneiden des Stoffes ist es wichtig, das genau und präzise zu machen. Denn wenn der Stoff später schief geschnitten ist oder nicht richtig ausgemessen wurde, kann es beim Nähen zu Problemen führen und man muss sozusagen von vorne beginnen. Also schneidet den Stoff sorgfältig zu, lasst euch ein bisschen länger Zeit und ihr erspart euch auf jeden Fall einen Wutausbruch beim Nähen. Ich verwende eine Zickzackschere, da sie das Ausfransen verhindert und einen zusätzlichen Schritt des Umnähens erspart. Zweiter Schritt, den Saumen nähen. Als nächstes nehmen wir die kurze Seite des Stoffes und nähen sie einmal um. Dazu misst ihr auf der Innenseite 1,5 cm ab und faltet den Stoff zur Mitte hin und klappt ihn dann noch einmal um. Hier seht ihr nochmal genau, wie ich das meine. Befestigt den Saum mit Stecknadeln oder Klammern und dann geht es zur Nähmaschine, um alles zu befestigen. Für das Kissen mit der Bordüre würde jetzt der Schritt folgen, die Bordüre anzubringen. Und zwar messt ihr auf der Außenseite ab, wo ihr die Bordüre später platzieren möchtet. Ich habe sie etwas weiter oben befestigt, also nicht ganz genau in der Mitte des Kissens. Steckt die Bordüre dann einmal mit Stecknadeln ab und dann könnt ihr einmal über die Bordüre rübernähen. Dritter Schritt, den Hotelverschluss nähen. Klappt jetzt von beiden Seiten den Stoff zur Mitte hin um, sodass ihr dann die gewünschte Länge von beispielsweise jetzt 40 cm in meinem Fall erhaltet. Also messt an einigen Punkten grob nach, ob ihr überall diese Endsumme erreicht habt und befestigt den Stoff wieder mit Klammern oder Nadeln. Dann, wenn ihr alles gut abgesteckt habt, könnt ihr einmal an den Seiten drüber nähen und voilà, das Kissen mit der Bordüre jetzt in dem Fall ist fertig. Für das Kissen mit den Quasten folgt ihr den Schritten 1 und 2, also Zuschneiden des Stoffes und Nähen des Saums. Und dann, wenn ihr beim Schritt 3 angekommen seid, also den Hotelverschluss zu bemessen, legt ihr, bevor ihr diesen zunäht, einmal die Quasten in den Ecken der Kissenhülle rein und befestigt sie dann mit Stecknadeln dicht am Stoff. Und dann könnt ihr auch hier anschließend die Seiten zunähen und dann ist auch schon die Kissenhülle mit den Quasten fertig. Und für das Kissen mit dem Motiv näht ihr ein ganz normales Kissen, also lasst den Schritt mit den Quasten und den Bordüren weg, also folgt nur den Schritten 1, 2 und 3 und dann ist das innerhalb von 15 Minuten auch schon
zusammengenäht. Und ja, schnappt euch so einen Textilstift, legt eine Unterlage wie eine Pappe in die Kissenhülle rein und malt euer gewünschtes Motiv auf das Kissen. Okay, die Stunde der Wahrheit. Ich bin echt unglaublich gespannt. Oh, das hat sogar echt gut funktioniert. Yay! Oh, wie cool. I'm so proud. Und es ist einfach so einfach, weil man diesen Bezug, das ist kein Reißverschluss oder irgendwas anderes, es ist einfach relativ schnell zu nähen. Und ich liebe es. Oh, wie schön. Das ist so cool. Ich freue mich gerade so sehr. Das hier sind die mit der Bordüre. Die sind auch richtig, richtig schön geworden. Und ich finde vor allem in der Kombi... Oh wow, Leute. I'm a proud mommy. Ich bin so glücklich, wirklich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war's hier auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch ein wenig inspirieren zum Nähen. Schickt mir gerne, wenn ihr es nachmacht, eure Bilder zu. Ich freue mich sehr. Ich würde mich sehr, sehr doll freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst und wenn du noch nicht Abonnent oder Abonnentin dieses Kanals bist, dies hier jetzt gerne zu tun. Bis nächste Woche. Bis auf bald. Fenja.